Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Was wäre, wenn es die freie Energie wirklich gäbe und ein Mann hätte sie vor über einem Jahrhundert fast möglich gemacht? Nikola Tesla, ein brillanter Erfinder, der seiner Zeit voraus war, glaubte, dass er Elektrizität ohne Kabel durch die Luft schicken könnte, um die Welt mit Strom zu versorgen. Im Jahr 1899 reiste er nach Colorado Springs, um es zu beweisen, baute einen massiven Turm und startete Experimente, die den Himmel erleuchteten. Doch tief in seinen Notizbüchern war ein Projekt vergraben, das so kühn war und die Welt verändern konnte, dass es nie vollendet wurde. Manche sagen, es sei zu mächtig, um ihm zu trauen. Andere glauben, dass es absichtlich versteckt wurde. Dies ist die unerzählte Geschichte von Teslas drahtlosem Energieexperiment, eine Erfindung, die alles hätte verändern können. Teslas Todesstrahl. Nikola Tesla sprach einmal von einer revolutionären Erfindung namens Teleforce, von der er glaubte, sie könne eine neue Art von globaler Sicherheit schaffen. Die Medien gaben ihr schnell einen dramatischeren Namen, der Todesstrahl. Aber für Tesla war das keine Science-Fiction. Es handelte sich um eine reale Technologie, mit der ein konzentrierter Strahl geladener Teilchen mit erstaunlicher Präzision und Kraft projiziert werden sollte. Er beschrieb es als ein System, das theoretisch Bedrohungen aus Hunderten von Kilometern Entfernung neutralisieren und Flugzeuge oder Projektile in der Luft lahmlegen konnte. Der Mechanismus bestand darin, Teilchen elektrisch aufzuladen und sie durch eine Vakuumröhre zu beschleunigen, wodurch ein gebündelter Energiestrahl erzeugt wurde, der so stark war, dass er sogar Metall schmelzen konnte. Doch trotz des Potenzials wurde nie ein vollwertiger Prototyp gebaut. Berichten zufolge bot Tesla diese Erfindung mehreren Regierungen an, aber keine verfolgte sie ernsthaft. Manche sagen, die Idee sei einfach zu fortschrittlich oder zu unberechenbar. Nach seinem Tod im Jahr 1943 verschwanden die detaillierten Pläne für das Gerät auf mysteriöse Weise. Es wird sogar behauptet, dass bestimmte Dokumente heimlich von den Behörden eingesammelt wurden, was das Rätsel noch vergrößert. Bis heute steht die Legende von Teslas sogenanntem Todesstrahl am Scheideweg von Geschichte, Wissenschaft und Spekulationen, eine Erinnerung daran, wie weit er seiner Zeit wirklich voraus war und dass einige seiner kühnsten Ideen vielleicht noch darauf warten, wiederentdeckt zu werden. Die Erdbebenmaschine. Teslas winziger Oszillator mag harmlos ausgesehen haben, aber wenn er ihn richtig einstellte, konnte er ein ganzes Gebäude zum Beben bringen. Er nannte ihn seinen mechanischen Oszillator, aber er bekam einen noch schrecklicheren Spitznamen, die Erdbebenmaschine. Eines Tages befestigte er ihn in New York an einem Stahlträger und startete das Gerät. Innerhalb weniger Minuten begann das Gebäude zu beben. In den Wänden bildeten sich Risse. In Panik geratene Nachbarn riefen die Polizei, weil sie glaubten, dass ein echtes Erdbeben stattgefunden hatte. Tesla zertrümmerte das Gerät mit einem Hammer, kurz bevor die Behörden eintrafen. Später behauptete er, dass er mit der richtigen Frequenz die Erde in 2 Hälften spalten könnte. War das eine wilde Übertreibung oder eine erschreckende Wahrheit? Teslas Tsunami Machine. Zu Nikola Teslas vielen kühnen und fantasievollen Ideen gehörte auch ein Konzept, das die Grenzen der Wissenschaft und des Möglichen sprengte. Er stellte einmal die Theorie auf, dass Energie genutzt werden könnte, um den Ozean selbst zu beeinflussen und durch präzise Unterwassersprengungen große, kontrollierte Wellen zu erzeugen. Das Ziel war nicht die Zerstörung, sondern eine neue Methode der Verteidigung und Abschreckung. Die Medien nannten sie damals Teslas Tsunami-Maschine und beflügelten damit die Fantasie der Öffentlichkeit. Obwohl ein solches Gerät nie gebaut wurde, erregte die Idee, natürliche Kräfte wie Wasser für strategische Zwecke zu nutzen, die Aufmerksamkeit von Forschern und Regierungen gleichermaßen. Manche glauben, dass sie künftige Studien zu Technologien auf der Grundlage des Ozeans inspiriert haben könnte. Obwohl das Konzept theoretisch blieb, spiegelt es Teslas einzigartige Fähigkeit wider, Verbindungen zwischen Wissenschaft und Natur zu sehen. Er stellte sich vor, wie Energie in großem Maßstab mit der Umwelt interagieren könnte. Noch heute erinnern uns seine Ideen daran, wie weit die menschliche Neugierde reichen kann, wenn wir es wagen, anders zu denken. Wardenclyffe Turm. Der Wardenclyffe Tower war mehr als nur eine weitere Erfindung. Er war Nikola Teslas große Vision für die Zukunft der Menschheit. Der 187 Fuß hohe Turm auf Long Island, New York, wurde in den frühen 1900er Jahren als Teil von Teslas Plan entworfen,
die Art und Weise zu revolutionieren, wie die Welt Energie nutzt und abruft. Er glaubte, dass es möglich sei, Elektrizität drahtlos durch die Erde und die Atmosphäre zu übertragen, so dass jeder, überall, einfach Strom aus der Luft beziehen könnte, keine Kabel, keine Kraftwerke, keine Grenzen. Das Projekt, das zunächst vom reichen Industriellen J.P. Morgan finanziert wurde, wurde als globales Kommunikationssystem verkauft, im Wesentlichen eine frühe Version des drahtlosen Radios oder der Telegrafie. Doch als Tesla seine wahren Absichten offenbarte, freie, unbegrenzte Energie für jedermann, schwand die Unterstützung schnell. J.P. Morgan fragte Berichten zufolge, wenn jeder frei Strom beziehen kann, wo stellen wir dann den Zähler hin? Bald darauf wurde die Finanzierung eingestellt und der Traum begann zu platzen. Trotz des enormen wissenschaftlichen Potenzials wurde der Wardenclyffe Tower nie vollständig aktiviert. Tesla stellte sich ein Netz ähnlicher Türme auf der ganzen Welt vor, die ohne fossile Brennstoffe oder ein zentrales Stromnetz auskommen sollten. Doch ohne Investoren verfiel der Standort. Im Jahr 1917, während des Ersten Weltkriegs, ordnete die US-Regierung die Demontage des unvollendeten Turms an, da sie befürchtete, er könnte von den feindlichen Streitkräften als Signalsender genutzt werden. Für viele wurde Wardenclyffe zu einem Symbol für verlorenes Potenzial, ein technologischer Sprung, der seiner Zeit um Jahrzehnte voraus war. Einige spekulieren sogar, dass mächtige Interessen Teslas Erfindung als Bedrohung für die Energiewirtschaft sahen und daran arbeiteten, sie zu unterdrücken. Andere glauben, dass sie einfach zu ehrgeizig für die Wissenschaft und die Infrastruktur der damaligen Zeit war. Heute ist aus den Überresten des Wardenclyffe-Geländes das Tesla Science Center entstanden. Ein Projekt, das Teslas Erbe bewahren und künftige Innovationen inspirieren soll. Obwohl der Turm seinen Zweck nie erfüllt hat, steht er in den Köpfen vieler noch immer für ein kühnes Experiment, eines, das uns daran erinnert, wie weit die menschliche Vorstellungskraft reichen kann, wenn sie von Vision und Wagemut angetrieben wird. Das drahtlose Weltsystem. Tesla wollte nicht nur Energie übertragen, er wollte die ganze Welt miteinander verbinden. Im Jahr 1901 stellte er das drahtlose Weltsystem vor. Ein globales Netzwerk, das Nachrichten, Bilder und sogar Strom ohne Drähte übertragen konnte. Er stellte sich vor, dass die Menschen kleine Geräte in ihren Taschen trugen, mit denen sie sofort über den ganzen Globus kommunizieren konnten. Kommt Ihnen das bekannt vor? Im Grunde beschrieb er das Smartphone und das Internet schon 100 Jahre früher. Sein Traum war es, Informationen und Energie für alle frei verfügbar zu machen. Aber auch hier zogen sich die Investoren zurück, weil es keine Möglichkeit gab, das Ganze zu Geld zu machen. Teslas Vision wurde unter den Trümmern des Wardenclyffe Tower begraben. Erst jetzt, im digitalen Zeitalter, wird uns klar, wie recht er hatte. Er hat unsere vernetzte Welt lange vor allen anderen gesehen. Weather Controller. Tesla glaubte, dass der Himmel selbst kontrolliert werden könnte. Er stellte die Theorie auf, dass man die Atmosphäre elektrisch aufladen könnte, um sie zum Regnen zu bringen oder sogar einen Sturm zu verhindern. Er schlug Maschinen vor, die Luft ionisieren und Wetterveränderungen auslösen könnten. Theoretisch könnte man damit Dürreperioden beenden, die Landwirtschaft verbessern oder sogar in der Kriegsführung eingesetzt werden. Damals wurden seine Ideen als Hirngespinste abgetan. Doch Jahre später begannen Regierungen, mit Wetterveränderungen zu experimentieren. Projekte wie HARP erinnern auf unheimliche Weise an Teslas Vorschläge. Manche glauben sogar, dass seine frühen Forschungen im Stillen weitergegeben und im Geheimen genutzt wurden, ob für Frieden oder Krieg. Tesla wollte den Himmel zähmen, und vielleicht ist er ihm näher gekommen, als wir denken. Drahtloses Licht. Im Jahr 1893 verblüffte Tesla die Massen, indem er Glühbirnen ohne Drähte zum Leuchten brachte. Er hatte einen Weg entdeckt, Elektrizität mit Hilfe von Hochfrequenzströmen durch die Luft zu übertragen. Besucher seines Labors sahen in seinen Händen Leuchtstoffröhren leuchten, ohne sichtbare Verbindung zu einer Stromquelle. Er nannte es kaltes Licht und glaubte, dass es eines Tages ganze Städte kabellos beleuchten könnte. Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Stromleitungen, nur leuchtende Straßen, Häuser und Schilder, die von der Luft selbst angetrieben werden. Aber die Energiemagnaten waren nicht daran interessiert. Wenn die Menschen Strom umsonst bekommen konnten, wie sollten sie ihn dann verkaufen? Teslas leuchtende Röhren wurden als Partytricks abgetan. Doch in Wirklichkeit waren sie ein Vorgeschmack auf eine Zukunft,
die nie gekommen ist und die heute mit dem kabellosen Laden langsam zurückkehrt. Ferngesteuertes Boot. Im Jahr 1898 demonstrierte Tesla etwas, das noch niemand zuvor gesehen hatte. Ein Boot, das vollständig durch drahtlose Signale gesteuert wurde. Er nannte es einen Teleautomaton. Die Zuschauer dachten, es handele sich um Magie oder ein Affe sei darin versteckt und steuere es. Doch Tesla zeigte ihnen die Fernsteuerung und bewies, dass sich das Boot allein durch Funkwellen bewegte. Er schlug vor, dass dieselbe Technologie Torpedos lenken könnte, wodurch menschliche Soldaten überflüssig würden. Das Militär tat dies als Science Fiction ab. Aber heute nennen wir es eine Drohne. Teslas Erfindung war der Vorläufer jeder ferngesteuerten Maschine, die wir heute benutzen. Er sah die Automatisierung ein Jahrhundert vor ihrer Ankunft kommen. Das elektrische Luftschiff. Tesla wollte das Fliegen mit drahtloser Energie revolutionieren. Im Jahr 1919 kündigte er einen Plan für elektrische Flugzeuge an, die vom Boden aus betrieben werden konnten. Seine Vision umfasste geräuschlose, treibstofffreie Luftschiffe, die nie zum Auftanken landen mussten. Er glaubte, dass diese Flugzeuge den Globus umrunden und sogar die obere Atmosphäre erreichen könnten. Tesla meldete Patente an und teilte seine Entwürfe, aber niemand finanzierte sie. Die Gebrüder Wright bekamen die ganze Aufmerksamkeit. Was aber, wenn Tesla erfolgreich gewesen wäre? Dann hätten wir vielleicht schon vor einem Jahrhundert drahtlos betriebene Flugzeuge gehabt. Wieder einmal dachte er 100 Jahre voraus und die Welt ignorierte ihn. Teslas schaufellose Turbine. Tesla entwarf einen Motor, der mit nichts anderem vergleichbar war. Eine Turbine ohne jegliche Schaufeln. Stattdessen verwendete er glatte, sich drehende Scheiben, die durch Reibung Flüssigkeit durchzogen und durch Grenzschichtdynamik eine Rotation erzeugten. Dies machte sie leiser, effizienter und weniger verschleißanfällig. Tesla glaubte, dass seine Turbine die Motoren von Autos, Flugzeugen und Kraftwerken revolutionieren könnte. Er behauptete sogar, sie könne mehr Leistung pro Pfund erzeugen als jeder andere Motor seiner Zeit. Aber die Hersteller ignorierten sie zugunsten der traditionellen Kolbenmotoren. Trotz seiner Bemühungen wurde die schaufellose Turbine nie in Serie produziert. Heute haben Ingenieure das Konzept für Mikroturbinen und erneuerbare Energien wiederbelebt. Teslas geräuschlose, übersehene Maschine könnte endlich ihre Zeit haben. Nur ein Jahrhundert zu spät. Frühe Röntgenbildgebung. Nur wenige Menschen wissen, dass Tesla einer der ersten war, der mit Röntgenstrahlen experimentierte. Bevor Wilhelm Röntgen den Ruhm für seine Entdeckung erntete, hatte Tesla bereits detaillierte Röntgenaufnahmen gemacht. Er röntgte sogar seine eigene Hand, wobei er Knochen und einen Metallring in verblüffender Klarheit sichtbar machte. Tesla verwendete seine eigene Version einer Vakuumröhre und seine Spule, um die Strahlen zu erzeugen. Leider gingen viele seiner frühen Röntgenaufnahmen bei einem verheerenden Laborbrand verloren. Er warnte auch vor den Gefahren der Strahlung, lange bevor diese vollständig verstanden wurden. Teslas Beiträge wurden weitgehend ignoriert, während Röntgen später den Nobelpreis erhielt. Noch einmal, Tesla war zu früh, zu fortschrittlich und wurde weitgehend vergessen. Doch in Wahrheit trug er zur Erfindung der medizinischen Bildgebung bei, wie wir sie kennen. Teslas Violet Strahlen. Teslas Hochfrequenzgeräte dienten nicht nur der Stromversorgung, sondern wurden auch zur Heilung eingesetzt. Er entwickelte ein Gerät namens Violettstrahl, das sanfte elektrische Impulse und leuchtendes violettes Licht ausstrahlte. In den frühen 1900er Jahren wurde es zu einer beliebten Behandlungsmethode für Schmerzen, Hautkrankheiten und sogar Haarausfall. Die Patienten legten Glasstäbe auf die Haut, weil sie glaubten, der Strom könne die Heilung anregen. Tesla glaubte, dass Elektrizität den Körper verjüngen und die Zellregeneration fördern könnte. Eine Zeit lang wurden diese Geräte in Katalogen verkauft und von Ärzten verwendet. Schließlich ging die FDA hart dagegen vor und bezeichnete sie als Pseudowissenschaft. Einige moderne Schönheitsgeräte verwenden jedoch immer noch eine ähnliche Technologie. Tesla war vielleicht einer Sache auf der Spur, die Wissenschaft noch nicht vollständig erforscht hat. Strahlungsenergieempfänger. Im Jahr 1901 ließ Tesla ein Gerät patentieren, das er Strahlungsenergieempfänger nannte. Dieses Gerät sollte die Umgebungsenergie von der Sonne, der Luft oder sogar von kosmischen Strahlen auffangen. Es bestand aus einer Metallplatte, die hoch über dem Boden angebracht war und unsichtbare Energie auffing und in Kondensatoren speicherte. Tesla glaubte, dass das Gerät kleine Geräte oder vielleicht sogar ganze Häuser mit Strom versorgen könnte. Manche sagen,
Es sei die Grundlage für seine späteren Behauptungen über freie Energie gewesen. Er hat nie genau erklärt, wie es funktioniert. Aber das Patent existiert noch immer. Heute wird mit Solarzellen etwas Ähnliches erreicht, wenn auch mit einer anderen Technologie. Tesla hat möglicherweise eines der ersten Geräte für erneuerbare Energien geschaffen. Wie bei so vielen seiner Ideen war es einfach zu früh, um von der Welt verstanden zu werden. Die Gedankenkamera. Tesla behauptete einmal, er arbeite an einer Maschine, die menschliche Gedanken aufzeichnen könne. Er stellte die Theorie auf, dass jedes geistige Bild eine Spur auf der Netzhaut erzeugt, die fotografiert werden kann. Wenn dieses Gerät erfolgreich wäre, könnte es buchstäblich die eigene Vorstellungskraft darstellen. Er nannte es die Gedankenkamera und glaubte, dass es Träume aufzeichnen oder sogar helfen könnte, Ideen zu visualisieren. Das Konzept war so seltsam, dass die meisten Wissenschaftler es rundweg ablehnten. Aber Tesla blieb hartnäckig, skizzierte frühe Entwürfe und legte Notizen ab, obwohl er es nie gebaut hat. Experimentieren. Moderne Forscher heute mit einer Gehirnscanner-Technologie, die seinen Ideen ähnelt. Heute kann die künstliche Intelligenz einfache Bilder aus der Gehirnaktivität rekonstruieren. Tesla hat sich vielleicht schon ein Jahrhundert vor Neuralink eine Schnittstelle zwischen Gehirn und Maschine vorgestellt. Signale aus dem Weltraum. Im Jahr 1899 entdeckte Tesla bei Experimenten in Colorado Springs seltsame, sich wiederholende Signale auf seinem Radioempfänger. Anders als natürliche statische Elektrizität oder Blitzentladungen waren diese Signale rhythmisch und absichtlich. Tesla war überzeugt, dass sie nicht von dieser Erde stammten. Er vermutete, dass es sich um Mitteilungen vom Mars oder von einem anderen Planeten handeln könnte, der Kontakt aufnehmen wollte. Später schrieb er voller Ehrfurcht über diese Erfahrung und bezeichnete sie als einen der tiefgreifendsten Momente seines Lebens. Obwohl die Wissenschaftler heute glauben, dass Tesla frühe Pulsar-Aktivitäten oder atmosphärische Phänomene aufgefangen haben könnte, bleibt das Geheimnis bestehen. Seine frühe Entdeckung von kosmischen Radiowellen war seiner Zeit um Jahrzehnte voraus. Teslas Glaube an außerirdische Intelligenz mag damals bizarr geklungen haben. Doch heute suchen Wissenschaftler immer noch nach Signalen, die denen ähneln, die er beschrieben hat. Anti-Gravitations-Flugzeug. Tesla sprach in seinen späteren Jahren kryptisch über eine Maschine, die der Schwerkraft trotzen konnte. Er deutete ein Antriebssystem an, das ohne Treibstoff oder Flügel funktionierte und elektromagnetische Kraft nutzte, um Objekte anzuheben und zu bewegen. Einige spekulieren, dass er ein scheibenförmiges Fluggerät konstruierte, das nach diesen Prinzipien funktionierte. Tesla erwähnte eine Flugmaschine, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, und behauptete sogar, einen Prototyp entwickelt zu haben. Heute gibt es keine offiziellen Aufzeichnungen über ein solches Fluggerät, aber Zeichnungen und Gerüchte halten sich hartnäckig. Verschwörungstheorien bringen seine Antigravitationsarbeit mit schwarzen Projekten der Regierung und UFO-Sichtungen in Verbindung. Ob Tatsache oder Hirngespinst. Teslas Aussagen legten den Grundstein für die modernen Ideen des Feldantriebs und der Schwerkraftmanipulation. Seine Ideen inspirieren weiterhin Physiker und Ingenieure, die versuchen, die Geheimnisse des Fluges ohne Antrieb zu entschlüsseln. Einheitliche Feldtheorie. Tesla behauptete, er habe eine einheitliche Feldtheorie entwickelt. Eine Theorie, die Schwerkraft, Elektromagnetismus und andere fundamentale Kräfte miteinander verbinden würde. Er glaubte, dass dieses Wissen neue Energiequellen erschließen und sogar Reisen schneller als das Licht ermöglichen würde. Er hat diese Theorie jedoch nie veröffentlicht. Und sie war Berichten zufolge unter den Dokumenten, die nach seinem Tod beschlagnahmt wurden. Tesla lehnte Einsteins Relativitätstheorie ab, da er sie für unvollständig hielt. Er erklärte, seine Theorie erkläre die Funktionsweise des Universums klarer und praktischer. Wenn seine Ideen wahr wären, hätten sie die moderne Physik umgestaltet. Heute suchen die Wissenschaftler immer noch nach einer großen einheitlichen Theorie, und Teslas Behauptung bleibt ein faszinierendes Rätsel. War es ein übersehenes Genie oder eine Idee, die er nie ganz zu Ende führte? Die fehlenden Papiere lassen die Welt rätseln. Colorado Lightning Lab. In Colorado Springs konstruierte Tesla einen Vergrößerungssender, mit dem er künstliche Blitze erzeugen konnte. Die Blitze erreichten eine Länge von über 100 Fuß und erhellten den Nachthimmel. Tesla benutzte diese Anlage, um die drahtlose Energieübertragung zu testen und die Erdresonanz zu untersuchen. Eines Nachts legte sein Experiment den Strom in der ganzen Stadt lahm.
Zeugen beschrieben seltsame Lichter, Donnergrollen und leuchtende Kugeln um das Labor herum. Tesla schrieb, dass er kurz davor war, ein globales, drahtloses Energiesystem zu schaffen. Das Experiment ermöglichte es ihm auch, Phänomene wie Kugelblitze zu beobachten, die Wissenschaftler noch heute verblüffen. Colorado Springs wurde zum Schauplatz von Teslas kühnsten, theatralischsten wissenschaftlichen Erkundungen. Feuer im Labor. Im Jahr 1895 brach in Teslas Labor in New York City ein Feuer aus. Dabei wurden jahrelange Erfindungen, Blaupausen und Versuchsgeräte zerstört. Tesla war am Boden zerstört und nannte es einen nicht zu reparierenden Verlust. Er musste bei vielen seiner Entwürfe ganz von vorne anfangen. Einige seiner fortschrittlichsten und nicht dokumentierten Arbeiten könnten für immer verloren sein. Historiker vermuten, dass Geräte wie seine verbesserte Röntgenröhre, Resonanzmaschinen und frühe Prototypen seines drahtlosen Senders zu den Opfern gehörten. Der Brand wurde nie vollständig untersucht, was einige zu der Frage veranlasst, ob Sabotage eine Rolle spielte. Unabhängig von der Ursache warf das Ereignis Teslas Fortschritte in einer kritischen Phase seiner Karriere stark zurück. Funk-Credit gestohlen. Tesla begann mit der Übertragung von Funksignalen vor Guglielmo Marconis berühmter transatlantischer Botschaft. Er entwickelte Schlüsselkomponenten wie die Tesla-Spule und abgestimmte Schaltkreise, die für die Funkkommunikation unerlässlich sind. Marconi erhielt jedoch den Nobelpreis und weltweite Anerkennung. Tesla führte einen langen Rechtsstreit, um seine Patente zu verteidigen. Im Jahr 1943 entschied der oberste Gerichtshof der USA zu Teslas Gunsten, zufälligerweise nur wenige Monate nach seinem Tod. Trotz des Urteils sprach die Geschichte Marconi weitgehend Anerkennung zu. Teslas Rolle bei der Erschaffung des Radios wurde fast aus der öffentlichen Darstellung getilgt. Heute erkennen Ingenieure an, dass Tesla den Grundstein für die drahtlose Kommunikation lange vor seinen Konkurrenten gelegt hat. Phantom Electro-Auto. Der Legende nach baute Tesla 1931 ein Pierce Arrow Auto so um, dass es ohne Benzin fahren konnte. Er installierte angeblich ein geheimnisvolles Gerät, einen schwarzen Kasten mit Vakuumröhren, und fuhr das Auto über eine Woche lang, ohne es aufzuladen. Die Geschichte behauptet, das Auto könne eine Geschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde erreichen. Tesla sagte angeblich, er beziehe Energie aus dem Äther. Es gibt keine Blaupausen oder Fotos und das Auto ist nach dem Test verschwunden. Manche tun die Geschichte als Mythos ab. Andere glauben, dass es sich um einen unterdrückten Durchbruch in der drahtlosen Energieversorgung handelt. Es bleibt eine der am meisten diskutierten und schwer fassbaren Episoden in Teslas Leben. Ob wahr oder nicht, sie regt die Fantasie der Öffentlichkeit an wie keine andere. Beschlagnahmung durch die Regierung. Als Tesla 1943 starb, bemühten sich Regierungsbeamte schnell um die Sicherung seines Besitzes. Das FBI ermächtigte das Office of Alien Property, seine Papiere zu beschlagnahmen. Darunter befanden sich Dokumente, die potenzielle Waffen, Energiesysteme und Theorien enthielten, die als sensibel angesehen wurden, obwohl bestätigt wurde, dass Teslas Papiere keinen unmittelbaren militärischen Wert hatten. Es halten sich jedoch hartnäckig Gerüchte, dass einige Dokumente als geheim eingestuft und versteckt wurden. Im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes, Freedom of Information Act, wurden Teile dieser Unterlagen freigegeben. Aber viele fehlen noch immer. Dieses plötzliche und geheimnisvolle Vorgehen der Regierung heizte die Spekulationen darüber, was Tesla wirklich entdeckt hatte, nur weiter an. Wiederbelebung von Teslas Ideen. Während eines Großteils des 20. Jahrhunderts geriet der Name Nikola Tesla in den Hintergrund und wurde von kommerziell erfolgreicheren Erfindern wie Thomas Edison überschattet. Aber heute ändert sich das. Auf der ganzen Welt entdecken die Menschen Tesla wieder. Nicht nur als historische Figur, sondern auch als den Kopf hinter vielen Technologien, die unsere Zukunft prägen. Vom kabellosen Aufladen bis hin zu Drohnen, Elektrofahrzeugen und sogar Ideen zu nachhaltiger Energie und atmosphärischer Wissenschaft. Teslas frühe Konzepte legten den Grundstein für Innovationen, die wir heute als selbstverständlich ansehen. Hobbybastler bauen Tesla-Spulen in ihren Garagen. Pädagogen lehren seine Prinzipien in den Klassenzimmern. Und Wissenschaftler entdecken immer noch neue Schichten von Erkenntnissen in seinen Schriften. Einrichtungen wie das Tesla Science Center in Wardenclyffe wachsen weiter und teilen sein Erbe mit neuen Generationen. Sogar der Name eines der bekanntesten Elektroauto-Unternehmen von heute ist eine Hommage an seine Vision.
Und während Forscher einen neuen Blick auf Ideen werfen, die einst als zu ehrgeizig abgetan wurden, stellen sie fest, dass Tesla seiner Zeit vielleicht einfach weit voraus war. Tesla, der einst als Träumer galt, der im Verborgenen arbeitete, ist heute weithin als einer der brillantesten Erfinder der Geschichte anerkannt. Seine Geschichte ist mehr als nur wissenschaftlich, sie ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass große Ideen nicht immer sofort erfolgreich sind und dass wahre Innovation manchmal Jahrzehnte braucht, um verstanden zu werden. In vielerlei Hinsicht beginnt die Welt, die Tesla sich vorstellte, eine Welt voller sauberer Energie, intelligenter Maschinen und grenzenloser Möglichkeiten, erst jetzt zu entstehen. Und seine größte Erfindung war vielleicht nicht ein Gerät, sondern eine Vision, die zu kühn war, um in Vergessenheit zu geraten. Wenn Ihnen diese Reise durch Teslas Erbe gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns zu liken, zu abonnieren und das Glockensymbol zu drücken, damit Sie die nächste faszinierende Geschichte nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.